Rudolf Steiner. Das christliche Mysterium. Notizen von 31 Vorträgen mit 6 Fragenbeantwortungen, gehalten zwischen dem 9. Februar 1906 und dem 17. März 1907 in verschiedenen Städten. Karlsruhe, 4. Februar 1907. Das Vaterunser. In all den gebetsartigen Formeln und sonstigen Weisheitssprüchen und dergleichen, die uns überkommen sind von den großen Religionen, liegt überall viel von den tiefen Geheimnissen des Daseins. Wir müssen uns nur darüber klar sein, dass alle die verschiedenen Religionen das Gebet hatten, dass sie sich allerdings in einer bestimmten Art unterschieden, indem die einen das Gebet mehr in der Form der sogenannten Meditation, das Christentum und einige andere Religionen dagegen das eigentliche, wirkliche Gebet hatten, wie es unter diesem Namen heute bekannt ist. Meditationen haben vorzugsweise die orientalischen Religionen. Meditation ist ein sich versenken in einen geistigen Inhalt, und zwar so, dass der Betreffende in diesem geistigen Inhalt, in den er sich versenkt, ein Zusammengehen mit dem geistig-göttlichen Urgrund der Welt findet. Also fassen Sie das richtig auf. Es gibt Religionen, die ihren Angehörigen Meditationsformeln geben. Zum Beispiel bestimmte gebetsartige Formeln, in die man sich versenkt und in deren Versenkung man fühlt, wie der Strom des göttlich-geistigen Lebens die Seele durchzieht und der Mensch in diesen Momenten in dem göttlichen Urgrund des Geistigen aufgeht. Diese Formeln sind aber mehr Gedankeninhalt. Im Grunde genommen ist das christliche Gebet auch nichts anderes, nur ist sein Inhalt ein mehr empfindungs- und gefühlsmäßiger. Der Christ versenkt sich mehr auf dem Wege der Empfindung und des Gefühls in das göttliche Wesen, das die Welt durchströmt. Man darf aber nicht glauben, dass das christliche Gebet immer in einem solchen Sinne aufgefasst wurde oder überhaupt so aufgefasst werden kann, wie es heute vielfach geschieht. Es gibt ein christliches Urgebet, in dem der Christus Jesus selbst, so klar als es irgend möglich ist, darauf hingewiesen hat, welche Stimmung für den Christen im Gebet notwendig ist. Und dieses Urgebet ist einfach das: Vater, ist es möglich, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Fassen wir einmal diese letzten Worte ins Auge.
Wir haben es zunächst mit einer wirklichen Bitte zu tun. Das Vorübergehen lassen des Kelches, aber zu gleicher Zeit mit einem völligen Aufgehen in dem Willen des Göttlich-Geistigen. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Diese Stimmung, dass man während des Gebets den Willen des Göttlich-Geistigen durch sich hindurchwirken lässt, aufgeht darin, nichts für sich will, sondern in sich die Gottheit wollen lässt. Diese Stimmung muss als eine Unterströmung, ein Grundton, das Gebet durchdringen, wenn es christlich sein soll. Klar ist, wie unmöglich es ist, hierdurch ein egoistisches Gebet zu haben. Es ist ja schon auch aus anderen Gründen unmöglich, ein egoistisches Gebet zu Gott zu schicken. Denn der eine würde bitten um Regen, der Nachbar um Sonnenschein. Beide würden bitten aus ihrem Egoismus heraus, ganz abgesehen von dem Falle, wo zwei Heere kampfbereit einander gegenüberstehen, und jedes bittet, dass ihm der Sieg verliehen werde, was ja ganz ausgeschlossen ist. Aber wenn man den Unterton, den Grundton hat, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, dann kann man um alles bitten. Dann ist das ein Aufgehen in dem göttlich-geistigen Willen. Ich möchte um das bitten, aber ich stelle es der göttlich-geistigen Wesenheit anheim, zu entscheiden, ob es mir werden soll oder nicht. Dies ist die Grundstimmung des christlichen Gebets. Und von diesem Gesichtspunkte aus ging nun das umfassendste, universellste Gebet der christlichen Überlieferung, das Vaterunser, das nach der christlichen Überlieferung von Christus Jesus selbst gelehrt worden ist. Dieses gehört tatsächlich zu den allertiefsten Gebeten der Welt. Wir können nur heute nicht mehr die ganze volle Tiefe des Vaterunsers ermessen, wie es die Ursprache ergeben hat, in der es gelehrt wurde. Aber der Gedankeninhalt ist ein so gewaltiger, dass er in keiner Sprache auch nur irgendwie Einbuße erleiden könnte. Wenn Sie zu den Gebeten anderer Völker gehen, dann finden Sie überall da, wo die Religionen in ihrer Blüte stehen, ihre Höhe erreicht haben, Gebete in dem Sinne, der ihnen charakterisiert worden ist. Solche Gebete haben allerdings dann, wenn die verschiedenen Religionen heruntergekommen sind, einen weniger richtigen Charakter angenommen. Sie sind zu Zauberformeln geworden, zu Mitteln des Götzendienstes. Und in der Zeit, in der Christus Jesus die Seinigen beten lehrte, waren viele solcher Zauberformeln, die ja alle da, wo sie entstanden sind, etwas Tiefes bedeuteten, im Gebrauch. Solche Zauberformeln
bezogen sich immer auf das, was man äußerlich gerne hatte, also gerade auch auf eine egoistische, von persönlichen Wünschen erfüllte Bitte. So sollen die Christen nicht beten, lehrte der Herr. Das ist ein Gebet, das sich auf Äußeres bezieht. Der Christ soll so beten, dass sein Gebet im stillen Kämmerlein geschieht. Und das ist das Innerste der menschlichen Seele, jener Teil, in dem sich der Mensch mit der göttlich-geistigen Wesenheit verbinden kann. Klar müssen wir uns ja sein, dass in jedem Menschen etwas lebt, das wir als einen Tropfen aus dem Meere des Göttlichen bezeichnen können. Dass etwas in jedem Menschen ist, was Gott gleich ist. Es wäre aber ganz falsch zu denken, dass deshalb der Mensch selbst Gott gleich sei. Wenn man sagt, etwas ist im Menschen, das Gott gleich ist, so heißt das noch nicht, auch der Mensch selbst ist Gott gleich. Denn ein Tropfen aus dem Meere ist seiner Substanz nach dem Meere gleich, aber der Tropfen ist doch nicht das Meer. So ist die menschliche Seele ein Tropfen aus dem Meere der Gottheit, aber sie ist nicht Gott. Und so wie der Tropfen sich mit seiner eigenen Substanz vereinigen kann, wenn sie ihn ins Meer gießen, so vereinigt sich die Seele als ein Tropfen der Gottheit in geistiger Weise, in Gebet oder Meditation mit ihrem Gott. Dieses Vereinigen der Seele mit ihrem Gott heißt Christus Jesus das Beten im stillen Kämmerlein. Wenn wir nun zunächst charakterisiert haben, welches die Gesinnung des christlichen Gebetes und die Forderung bei diesem Gebet in Bezug auf die christliche, menschliche Gesinnung ist, dann werden wir uns nun den Inhalt des Vaterunsers selbst vor die Seele rücken können. Gesagt wurde ihnen, dass das Vaterunser das umfassendste Gebet ist. Deshalb werden sie es mit mir für nötig finden, dass wir, um das Vaterunser zu verstehen, einmal eine ganz umfassende Weltbetrachtung anstellen. Es wird ein weiter Umweg notwendig sein, das Vaterunser zu begreifen. Wir müssen von einem gewissen Gesichtspunkte aus das Wesen des Menschen betrachten. Sie wissen, dass wir das so tun, wie die Geistesforschung der Jahrtausende es immer betrachtet hat. Führen wir uns das noch einmal rasch vor die Seele. Wenn ein Mensch vor uns steht, so steht da zunächst der physische Leib, den er in seinen Stoffen und Kräften mit allen Mineralien und scheinbar leblosen Naturprodukten gemeinsam hat. Dieser physische Leib des Menschen ist aber nicht, wie etwa der materialistische Sinn meint, allein in dem Raume vor uns,
sondern er ist nur das allerunterste der Glieder der menschlichen Wesenheit. Als nächstes Glied unterscheiden wir den Ätherleib oder Lebensleib des Menschen, den er gemeinschaftlich mit den Pflanzen und Tieren hat. Denn jede Pflanze, jedes Tier und jeder Mensch muss die chemischen und physischen Stoffe aufrufen, sodass sie zum Leben kommen. Nicht durch sich selbst können sie sich Leben geben. Das dritte Glied ist der astralische Leib, der Träger von Lust und Leid, Trieben, Begierden und Leidenschaften und den gewöhnlichen Vorstellungen des täglichen Lebens. Alles das könnte der Mensch nicht haben, wenn er nicht diesen astralischen Leib hätte. Diesen hat er nur noch mit den Tieren gemeinschaftlich. Auch das Tier hat Lust und Leid, Triebe, Begierden und Leidenschaften und hat also auch diesen Leib. Den physischen Leib hat der Mensch demnach gemeinschaftlich mit den scheinbar leblosen Mineralien, den Äther- oder Lebensleib mit allem, was wächst und sich fortpflanzt, mit dem ganzen Pflanzenreich. Den astralischen Leib hat er gemeinschaftlich mit der tierischen Natur. Dazu hat er noch etwas, wodurch er hinausgeht über diese drei Naturreiche der Erde, wodurch er die Krone der Erdenschöpfung ist. Das ist das vierte Glied seiner Wesenheit. Wir kommen dazu, wenn wir eine kleine Überlegung anstellen. Es gibt einen Namen, der sich unterscheidet von allen übrigen. Ich können Sie zu niemand anderem sagen. Für jeden anderen bin ich ein Du, und jeder andere ist für mich ein Du. Ich kann nur als Name für das, was es bedeutet, im Inneren der Seele selbst ertönen. Niemals kann es von außen an sie heranklingen, wenn es sie selbst bedeutet. Das haben die tieferen Religionen immer empfunden, zu allen Zeiten. Und daher sagten sie, wenn die Seele anfängt, im Inneren diese ihre Selbstbezeichnung sich zu geben, dann fängt der Gott im Menschen zu sprechen an. Der Gott, der durch die Seele spricht. Der Name Ich kann nicht von außen hineintönen. Er muss in der Seele selbst ertönen. Das ist das vierte Glied der menschlichen Wesenheit. Die hebräische Geheimwissenschaft hat dieses Ich den unaussprechlichen Namen Gottes genannt. Jahwe bedeutet nichts anderes als Ich bin. Was eine äußere Wissenschaft auch für Interpretationen geben kann, in Wahrheit hat es bedeutet Ich bin. Das vierte Glied der menschlichen Wesenheit. Dieses sind die 4 Glieder, aus denen der Mensch zunächst besteht.
Wir nennen sie auch die 4 Glieder der sogenannten niederen Natur des Menschen. Nun müssen sie, um die ganze Wesenheit des Menschen zu verstehen, in der menschlichen Entwicklung noch ein wenig zurückgehen. Da kommen wir zurück zu mannigfaltigen Völkern, die uns vorangegangen sind. Die alte germanische und mitteleuropäische Entwicklung, die griechisch-lateinischen und chaldäischen Völker, Ägypter, Assyrer, Babylonier und Hebräer, die persischen Völker, bis hinunter zu dem Volk, von dem unsere jetzige Kultur ausgegangen ist, zu dem indischen Volk. Dieses hat seinerseits aber auch wieder Vorfahren gehabt, welche aber ganz woanders gelebt haben, und zwar auf jenem Erdteil, der jetzt der Meeresboden zwischen Europa und Amerika ist, in der Atlantis. Diese ist durch mächtige Fluten hinweggespült worden. Der Boden hat sich gesenkt durch ein gewaltiges Naturereignis, das sich in den Mythen und Sagen aller Völker als die Sintflut erhalten hat. Aber auch dieses ist noch nicht das älteste Kulturland der Erde. Vor langen Zeiten kommen wir zurück in das Gebiet, wo der Mensch in seiner heutigen Form entstanden ist. Ein Land, das ungefähr zwischen dem heutigen Hinterindien, Australien und Afrika lag. Das alte Lemurien. Ein uraltes Land, in dem ganz andere Verhältnisse als heute auf der Erde geherrscht haben. Gewöhnlich stellt man sich viel zu wenig vor, wie groß und ganz umfassend die Umänderungen auf der Erde im Laufe der Menschheitsentwicklung selbst waren. Da nun treffen wir einen Zeitpunkt an, in dem die niedrige Natur des Menschen schon vorhanden war. Damals wandelten auf dieser Erde Wesenheiten, die aus diesen 4 Gliedern bestanden: physischem Leib, Ätherleib, Astralkörper und der Ich-Natur. Diese Wesenheiten waren höher organisiert als die höchsten heutigen Tiere, nur noch keine Menschen. Tiermenschen, aber nicht etwa wie die heutigen Tiere. Diese sind degenerierte Nachkommen, die sich von diesen Tiermenschen durch Zurückbleiben und Zurückbildung entwickelt haben. Mit diesen Wesen also, die damals lebten, ist in jener Zeit etwas ganz Besonderes geschehen. Damals waren sie reif, eine gewisse Kraft in sich aufzunehmen, eine Kraft, welche unsere höhere Seelenkraft ist. Es fand, wenn wir das so ausdrücken wollen, damals die Vereinigung der niederen Menschennatur mit der menschlichen Seele statt. Diese Menschenseele ruhte bis dahin im Schoße der Gottheit, war ein Glied innerhalb der Gottheit selbst. Oben also,
Im Reiche des Geistigen haben wir die göttlich-geistige Wesenheit. Unten die bis zu diesem Zeitpunkt herangereiften, viergliedrigen Menschenhüllen, die fähig waren, Tropfen dieser Gottheit aufzunehmen. Bildlich können wir uns nun vorstellen, was damals geschah. Denken Sie sich ein Glas mit Wasser. Sie nehmen 100 kleine Schwämmchen und versuchen nach und nach, jedes dieser Schwämmchen mit einem Tropfen aus diesem Wasser anzusaugen. Dann haben Sie 100 Tropfen, die vorher mit dem Wasser ganz verbunden waren, verteilt auf 100 Schwämmchen. So können Sie sich bildlich und einfach vorstellen, wie dazumal der Prozess der Beseelung vor sich ging. Die Seele ruhte bis dahin in der großen, allgemeinen, göttlichen Wesenheit, wie der Tropfen in dem Glase Wasser. So wie diese Schwämmchen wirkten, so wirkten diese physischen Menschenhüllen. Es sonderten sich diese geistigen Tropfen aus der gemeinsamen göttlichen Substanz heraus, sie wurden individualisiert, sie waren als Seelentropfen in den Hüllen darin und fingen dazumal an, den Menschen eigentlich zu bilden, wie er jetzt ist, als eine geistig-physische Wesenheit. Dazumal verkörperten sich diese Seelen zum ersten Mal, gingen dann durch viele, viele Verkörperungen hindurch und bildeten ihren Menschenleib aus, bis zu seiner heutigen Gestalt. Aber was dazumal geschehen ist, ist die Vereinigung von Teilen der Gottheit mit den niederen Gliedern der Menschennatur. Mit jeder Verkörperung kamen sie weiter. Mit jeder Verkörperung wurden sie vollkommener, um in der Zukunft einen gewissen Höhepunkt zu erlangen. Diesen Teil der höheren Natur, der sich dazumal verbunden hat, als eine Kraft, welche die niedere Natur umänderte und sich in dieser Umänderung selbst erhöht, nennen wir den höheren Wesenskern des Menschen. Geist selbst, Lebensgeist und Geistesmensch. Oder Manas, Buddhi, Atma. Es sind das also die Teile der göttlichen Wesenheit, durch die der Mensch stufenweise die niedere Natur in die höhere allmählich überführt. Durch seine Kraft des Manas gestaltet er den astralischen Leib um. Durch die Buddhi den Ätherleib und durch die Kraft des Atma gestaltet er den physischen Leib um. Sie alle also hat er zu verklären, zu durchgeistigen, um einmal das Ziel seiner Entwicklung zu erlangen. So hatten wir einmal die 4 Glieder, physischen Leib, Ätherleib, Astralleib und ich, und wir haben in jener Zeit dazu erhalten
die Keimanlage zur Höherentwicklung, die eigentlich ein Ausfluss der höchsten geistigen Wesenheit ist, die dreifache höhere Wesenheit des Menschen, den göttlichen Wesenskern, die göttliche Anlage des Menschen. Diesen höheren Teil der menschlichen Natur können wir nun von zwei Gesichtspunkten aus betrachten. Der eine ist der, dass wir sagen, das ist die höhere Menschennatur, zu der sich der Mensch im Laufe der Entwicklung hinentfaltet. Oder aber wir betrachten ihn als einen Teil der göttlichen Wesenheit, von der er ausgeflossen ist, der göttliche Teil im Menschen. Der Christ betrachtet ihn zunächst im letzteren Sinne. Und wir wollen dies nun auch tun und studieren, welcher Art diese höheren Kräfte der menschlichen Natur sind. Wir gehen von dem höchsten Glied aus, von dem, was im Menschen die Kraft des Atma genannt wird. Was ich Ihnen jetzt schildere, ist nicht etwa irgendeine äußere Definition, sondern ich möchte Ihnen die wirkliche Natur und Wesenheit dieses höheren Teiles der menschlichen Natur charakterisieren. Dasjenige, was zur Kraft des Atma wird, das ist nämlich, insofern es eine Kraft ist, die aus der Gottheit fließt, willensartiger Natur. Wenn Sie sich auf Ihre eigene Willenskraft besinnen, auf das, was in Ihnen wollen kann, dann haben Sie eine schattenhafte Nachbildung, einen schattenhaften Abglanz dessen, was aus der Kraft des Atma, aus der Gottheit ausfließt. Der Wille des Menschen ist heute die Kraft, die noch am wenigsten ausgebildet ist. Der Wille kann sich aber immer weiter und weiter ausbilden, bis eine Zeit kommen wird, da er einmal auf seinem Höhepunkt angelangt ist. Dann, wenn dieser Wille fähig sein wird, das zu vollbringen, was man in den Religionen das große Opfer nennt. Stellen Sie sich vor, Sie stünden vor einem Spiegel und schauten hinein. Ihr Bild gleicht Ihnen vollständig in jedem Teile Ihrer Physiognomie, Ihrer Gesten, in allem ist es Ihnen gleich. Es ist aber Ihr totes Bild. Sie stehen davor als eine lebendige Wesenheit und haben es mit Ihrem toten Bilde zu tun, das Ihnen in allem gleich ist, bis auf die lebendige Wesenheit, bis auf den substanziellen Inhalt. Denken Sie sich einmal, Ihr Wille wäre bis zu dem Punkte gewachsen, dass er imstande wäre, den Entschluss zu fassen, Ihr eigenes Dasein, Ihre eigene Wesenheit aufzugeben und diese abzugeben an Ihr Spiegelbild. Sie wären imstande, sich ganz hinzuopfern, um Ihr Spiegelbild mit Ihrem Leben zu versehen.
Von einem solchen Willen sagt man, er emaniert, er strömt sein eigenes Wesen aus. Es ist das die höchste Entfaltung des Willens. Das, was das Christentum den göttlichen Vaterwillen nennt. Der menschliche Wille ist also heute unter allen Seelenkräften das am wenigsten ausgebildete Glied. Er ist aber auf dem Wege, sich zu solcher Macht hin zu entfalten, dass er das große Opfer zu vollbringen imstande ist. Das ist die wirkliche Natur dessen, was sich als die Kraft des Atma entwickeln kann. Willensartige Natur, insofern es ein Ausfluss göttlicher Wesenheit ist. Nun wollen wir das zweite Glied der höheren menschlichen Natur betrachten, die Buddhi oder den Lebensgeist, unter dem Gesichtspunkt eines Ausflusses von der Gottheit, wie es im Christentum betrachtet worden ist. Sie bekommen am leichtesten einen Begriff davon, wenn sie sich nun nicht an die Kraft halten, die von sich ausströmt, um das Spiegelbild zu beleben, sondern an das Spiegelbild selbst. In dem Spiegelbild entsteht eine vollständige Wiederholung der ursprünglichen Wesenheit. Es ist dasselbe und doch nicht dasselbe. Wenn Sie das auf die Welt anwenden, auf das ganze Universum, wie der göttliche Weltenwille in einem Punkte nach allen Seiten gespiegelt wird. Denken Sie gleichsam eine Hohlkugel, die nach innen spiegelt. Der eine Punkt im Inneren wird unendlichfach nach innen gespiegelt. Überall, in unendlicher Vermannigfaltigung, der göttliche Weltenwille. Überall Spiegelbilder, Einzelheiten des Göttlichen. Betrachten Sie so den Kosmos, das Universum, als eine Spiegelung des unendlichen Weltenwillens. In keinem einzelnen Wesen ist der göttliche Weltenwille darin, aber überall spiegelt sich der Weltenwille in der mannigfaltigsten Weise. Die Spiegelung der Gottheit, wobei die Gottheit in dem Punkte bleibt, wo sie ist, und doch jeden Punkt, in dem sie sich spiegelt, durch das große Opfer belebt, das nennt man das Reich im christlichen Sinne. Und dieser Ausdruck, das Reich, bezeichnet dasselbe, was im Menschen die Buddhi ist. Wenn Sie das Universum in Bezug auf das schöpferische, produktive Prinzip betrachten, das aus dem ursprünglichen, göttlichen ausfließt, so ist dasjenige, was sich zunächst an das Atma anschließt, sein göttlicher Lebensfunke, die Buddhi. Als Reich
ist es universell kosmisch. Und nun wenden wir den Blick von da herunter auf die Einzelheiten des Reiches. Wir haben es erst als ein Ganzes betrachtet. Jetzt gehen wir zum Einzelnen herunter. Wodurch unterscheidet man das eine von dem anderen? Durch das, was man im christlichen Sinne den Namen nennt. Ein jedes wird benannt, und dadurch unterscheidet man das mannigfaltige Einzelne des Reiches untereinander. Der Christ versteht unter dem Namen das, was vielfach die Vorstellung genannt wird, das, was einem Dinge eigen ist. Wie der einzelne Mensch sich von dem anderen durch den Namen unterscheidet, so wird der Name so empfunden, dass in ihm zugleich ein Teil der göttlichen gespiegelten Wesenheit liegt. Der Christ verhält sich richtig zu diesem Namen, wenn er sich klar ist, dass ein jedes Glied des Reiches ein Ausfluss des Göttlichen ist. Bei jedem Bissen Brot, dass er ein Ausfluss, ein Spiegel und ein Teil der Gottheit ist. Den geringsten Dingen gegenüber soll der Christ sich darüber klar sein. In der menschlichen Natur macht es das individuelle Geist selbst aus, dass er ein Einzelner den anderen gegenüber wird. Was im Reich der Name ist, das hat der Mensch in dem einzelnen Geist selbst oder Manas dadurch, dass er einen besonderen Teil der Gottheit bildet, einen besonderen Namen für sich hat, den Namen, der sich bei den einzelnen Menschen durch alle Inkarnationen hindurchzieht. So sehen wir nun diese dreifache Natur vor uns als einen Ausfluss der göttlich-geistigen Wesenheit. Und in diesem Sinne ist Atma, der Wille der Gottheit, Buddhi oder der Lebensgeist, das Reich und Manas oder das Geist selbst, der Name. Nun betrachten wir die 4 niederen Teile der menschlichen Natur von unten anfangend. Zuerst den physischen Leib. Dieser ist dasjenige, was dieselben Stoffe und Kräfte hat wie die äußere physische Natur, aber auch dieselben Stoffe und Kräfte fortwährend umsetzt. Diese ziehen ein und aus im menschlichen physischen Leib. Und nur dadurch ist er da, dass diese Stoffe und Kräfte fortwährend ein- und ausziehen. Er kann nur dadurch bestehen, dass er sich fortwährend erneuert und umsetzt durch die äußeren physischen Stoffe. Er ist ein Ganzes mit der übrigen physischen Natur.
so wenig sie diesen Finger abschneiden können, so dass er bleibt, was er ist, er verdorrt, sobald sie ihn vom übrigen Körper trennen, er ist das, was er ist, nur dadurch, dass er im ganzen Organismus ist. Ebenso wenig können sie den physischen Menschenleib so von der Erde trennen, dass er bleibt, was er ist. So ist der Mensch nur das, was er im Zusammenhang mit den Elementen der Erde ist. Die physischen Stoffe und Kräfte ziehen aus und ein in ihm. Und dadurch ist er dasjenige, wodurch er einzig und allein seine Wesenheit erhalten kann. Damit ist dieser physische Leib charakterisiert. Das zweite Glied ist der Äther- oder Lebensleib. Bei ihm müssen wir uns klar sein, dass er das ist, was die bloß physischen Stoffe und Kräfte zum Leben aufruft. Er ist der Träger von Wachstum und Fortpflanzung, der Lebenserscheinungen überhaupt, aber auch noch von ganz etwas anderem. Von allen denjenigen Eigenschaften des Menschen, welche bleibenderer Natur sind als die vorübergehenden Triebe, Begierden und Leidenschaften. Wodurch unterscheidet er sich von diesen? Wenn Sie diesen Unterschied fassen wollen, dann denken Sie einmal nach, zurück bis zu der Zeit, da Sie 8 Jahre alt waren. Denken Sie daran, was Sie seitdem alles gelernt haben, mit wie viel Begriffen und Vorstellungen, Erlebnissen und Erfahrungen Sie Ihre Seele bereichert haben. Es ist ungeheuer viel. Aber nun denken Sie über etwas anderes nach. Wie langsam im Schneckengang etwas anderes geht. Denken Sie daran, wie Sie ein jähzorniges Kind waren, und sagen Sie, ob dieser Zorn jetzt nicht noch manchmal durchdringt, wie Ihre Neigungen und Ihr Temperament zum großen Teile dieselben geblieben sind. Das alles hat sich nicht so viel geändert wie Ihre Erlebnisse. Was man lernt, erlebt, erfährt, das kann man vergleichen mit dem Minutenzeiger der Uhr. Und die Änderungen in Bezug auf den Charakter, Temperament und Gewohnheit mit dem Stundenzeiger der Uhr. Diese Verschiedenheit ist vorhanden, weil der ersteren Träger der Astralleib ist, während diese anderen, die so langsam gehen, den Ätherleib zum Träger haben. Wenn sich ihre Gewohnheiten ändern, so ist das eine Veränderung in ihrem Ätherleibe. Haben sie nur dieses oder jenes gelernt, so bedeutet das eine Veränderung im Astralleib. Bei dem, der im höheren Sinne ein Schüler des eigentlichen Okkultismus wird, beruht diese Schulung nicht auf äußerem Lernen, sondern alle geheimwissenschaftliche Schulung
geht im Ätherleib vor sich. Daher haben sie für die eigentliche okkulte Ausbildung mehr getan, wenn es ihnen gelungen ist, nur irgendeine festgewurzelte Charaktereigenschaft umzubilden, als wenn sie noch so viel äußeres Wissen sich angeeignet hätten. Demnach unterscheidet man exoterisch, wofür der Ätherleib Träger ist, und esoterisch, was der Ätherleib braucht. Der Ätherleib ist auch der Träger des Gedächtnisses als Eigenschaft, nicht der Erinnerung. Wenn das Gedächtnis zum Beispiel schärfer werden soll, so ist damit eine Umänderung des Ätherleibes verknüpft. Oder schwindet es, so ist das im Ätherleib eine Änderung der Gedächtniskraft. Noch etwas, das uns unendlich wichtig ist. Der Mensch lebt, so wie er jetzt ist, nach zwei Richtungen hin. Jeder gehört einer Familie, einem Stamm, Volk und so weiter an. Und es sind auch gewisse Eigenschaften, die er mit den anderen gemeinschaftlich hat und die ihn zu jenem Zusammenhang verbinden. Der Franzose hat andere als der Deutsche, dieser wiederum andere als der Engländer und so fort. Sie haben alle gewisse Stammeseigenschaften gemeinsam. Daneben hat aber jeder wieder seine eigenen individuellen Eigenschaften, wodurch er herauswächst aus seinem Volk, wodurch er dieser besondere Mensch wird. Man ist ein Angehöriger einer Gemeinschaft wegen gewisser Eigenschaften des Ätherleibes. Der Ätherleib hat die Eigenschaften, durch die man einem Volk, einer Rasse, überhaupt der menschlichen Gemeinschaft angehört. Wollen sie aber das erfassen, wodurch sie herauswachsen aus dieser Gemeinschaft, so ist das im Astralleib zu suchen. Dieser bedingt das Individuelle im Menschen. Daher hängt alles Leben eines Menschen in der Gemeinschaft davon ab, dass sein Ätherleib den richtigen Ausgleich findet mit den Ätherleibern derer, mit denen er zusammenleben muss. Findet er diesen nicht, so kann er nicht mit ihnen zusammenleben. Es geht schief. Er fällt heraus. Sodass also dieser Ätherleib des Menschen die Aufgabe hat, sich den anderen Ätherleibern anzupassen. Der astralische Leib bedingt das Individuelle. Er hat vor allen Dingen so zu leben, dass der Mensch nicht persönliche Sünden begeht. Das, wodurch der Astralleib da oder dorthin abirrt, sind die persönlichen Sünden, sind Verfehlungen des astralischen Leibes. Die Disharmonie mit der Gemeinschaft, das sind Verfehlungen des Ätherleibes. Die christliche Esoterik nannte nun, wenn sie genau sprach, die Verfehlungen des Ätherleibes
Schuld. Das, was das Gleichgewicht mit den anderen stört. Eine Verfehlung des Astralleibes, die durch die Individualität bedingt ist, hieß in der christlichen Esoterik ein Unterliegen der Versuchung. Der Astralleib unterliegt in Bezug auf seine Triebe, Leidenschaften und Begierden der Versuchung. Dadurch irrt er ab, dass er in sich selbst der Versuchung verfällt. So unterschied man in der christlichen Esoterik Schuld und ein Unterliegen der Versuchung. Nun noch das vierte Glied der menschlichen Wesenheit, das Ich. Wir hatten den physischen Leib, der durch den Stoffwechsel besteht, den Ätherleib, der behaftet sein kann mit Schuld, den Astralleib, der Versuchung erliegen kann. Nun das Ich. Es ist der Urgrund der Selbstsucht, des Egoismus. Das Ich, das ist dasjenige, das bewirkt hat, dass das, was eins war in dem großen göttlich-geistigen Wesen, in die Vielen eingezogen ist. Der Abfall aus der Einheit des Göttlichen in die Einzelnen hinein ist durch das Ich bedingt. Deshalb sah das christliche Wissen in dem Ich den eigentlichen Ursprung des Egoismus und der Selbstsucht. Solange die einzelnen Wesenheiten in der Gottheit vereint waren, konnten sie nicht gegeneinander streben. Dies konnten sie erst in der Absonderung als Iche. Vorher konnten sie nur das wollen, was die Gottheit wollte. Dieses Gegeneinander sich entwickeln, das dem Egoismus entspricht, das nennt das Christentum die Verfehlung des Ich. Und die christliche Überlieferung bezeichnet den Zeitpunkt sehr genau, wo diese Seele heruntersteigt in den Leib durch den Sündenfall, durch den Apfelbiss. Die eigentliche Verfehlung des Ich bezeichnet man mit dem Ausdruck Übel. Die Verfehlung des vierten Gliedes ist also das Übel. Dem Übel verfallen kann also nur das Ich. Und dies entstand durch das, was mit dem Apfelbiss bezeichnet wird. Malum ist ja im Lateinischen dasselbe Wort für Apfel und Übel. Also nochmals kurz zusammengefasst: Der physische Leib ist gleich mit den physischen Elementen rings um sich und erhält sich durch den fortwährenden Wechsel der Stoffe und Kräfte. Stoffwechsel. Der Ätherleib ist das, was das Gleichgewicht hält mit den anderen Gliedern der Gemeinschaft und das der Schuld verfallen kann. Der astralische Leib, der nicht der Versuchung erliegen soll, und das Ich, das nicht dem Egoismus zum Opfer fallen darf, dem Übel.
Diese viergliedrige Wesenheit schließt sich zusammen mit der dreigliedrigen höheren, dem göttlichen Wesenskern. Wille, Atma, Reich, Buddhi, Name, Manas. Nun fassen Sie einmal das Gebet auf als eine Verbindung des Menschen im stillen Kämmerlein mit der Gottheit selbst. Im Ursinne des Christentums ist es eben so, dass die Seele als göttlich dargestellt wird, als Tropfen vom Meere der Gottheit. Und diese Seele muss erflehen, dass dieser abgesonderte Tropfen wiederum zu seinem Ursprunge hinkommt. Diesen Ursprung der göttlichen Wesenheit des Menschen bezeichnet man mit dem Vaternamen. Und das, wonach die Seele strebt, wo sie wieder vereinigt sein wird mit dem, was man mit dem Vaternamen bezeichnet, ist das Devachan oder der Himmel. Und nun denken wir uns das Urgebet, eine Anrufung des Hinganges des einzelnen menschlichen Wesens zu dem, was die göttliche Vaternatur ist. Dieses Gebet musste erflehen, dass die drei höheren Glieder der Menschennatur zur Entwicklung kommen mögen. Bitten, dass der Wille, der höchste Ausfluss des Göttlichen ist, im Menschen sich verwirklichen möge. Dass das zweite Glied der göttlichen Wesenheit, das Reich, im Menschen Platz greifen soll. Dass das dritte Glied, der Name, als heilig empfunden werden solle. Es würde sich dies also beziehen auf die drei höheren Glieder der göttlichen Wesenheit im Menschen. Und für die vier niederen Glieder der menschlichen Natur würde man bitten, es mögen meinem physischen Leibe zukommen die Stoffe, die er braucht, zu seinem Unterhalt. Der Ätherleib möge einen Ausgleich finden zwischen seiner Schuld und der Schuld der anderen. Er möchte in Harmonie mit den anderen zusammenleben. Das Gebet müsste erflehen, dass für den astralischen Leib keine Versuchung ihn herunterziehe und für das Ich, dass es nicht dem Übel, dem eigentlichen Ausfluss dessen, was man Egoismus nennt, verfällt. Ihr sollt eure Vereinigung mit dem Vater in einem Urgebete erflehen. Ihr sollt das in dem Sinne tun, dass die einzelnen Glieder eurer siebengliedrigen Wesenheit in eurem Gebete euch vor der Seele stehen. Vater unser in den Himmeln. Erst ruft ihr den Vater an, dann bringet die Bitten, die sich auf die drei höheren Glieder beziehen. Geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Dann die vier Bitten, die sich auf die vier übrigen Glieder der menschlichen Natur beziehen.
Gib uns heute unser täglich Brot. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist der Ausgleich mit denjenigen, unter denen wir leben. Führe uns nicht in Versuchung, unser astralischer Leib, sondern erlöse uns von dem Übel, das heißt von jeglichem Ausfluss des Egoismus. So haben sie in den 7 Bitten des Vaterunser den Sinn der Entwicklung der 7gliedrigen Menschennatur gegeben. Aus der Tiefe der Weisheit über den Menschen heraus ist das Vaterunser als ein christliches Gebet den Christen gegeben. Und die ganze theosophische Weisheit über den Menschen liegt im Vaterunser darin. Man braucht es nur zu verstehen, und man hat die ganze theosophische Weisheit, insofern sie sich auf den Menschen bezieht. Diejenigen Gebete, die nicht nur kurz wirken, sondern die durch Jahrtausende hindurch die Seelen ergreifen und die Herzen erheben, sind alle aus der tiefsten Weisheit geschöpft. Niemals ist ein solches Gebet so gegeben worden, dass man in beliebiger Weise schöne oder erhabene Worte zusammengestellt hat, sondern man hat sie aus der tiefsten Weisheit herausgenommen, weil sie nur so die Kraft haben, über Jahrtausende hinüber zu wirken auf die Seele der Menschen. Nicht gilt der Einwand, dass ja die naive Seele nichts weiß von dieser Weisheit. Sie braucht nichts zu wissen, denn die Kraft, die das Vaterunser hat, kommt doch aus dieser Weisheit. Und sie wirkt, auch wenn man nichts davon weiß. Man muss es nur in der richtigen Weise verstehen. Ein Mensch geht hin vor eine Pflanze und ist entzückt davon. Auch das naivste Gemüt wird entzückt sein und weiß doch vielleicht nichts von der göttlichen Weisheit, die in der Pflanze ist. Ebenso ist es mit den großen Gebeten. Man braucht ebenso wenig die Weisheit zu kennen, und ein solches Gebet hat doch die Kraft, die Weisheit, die Erhebung, die Heiligkeit des Gebetes. Ist es auch herausgeboren aus der höchsten Weisheit, so kommt es doch nicht darauf an, diese Weisheit zu wissen, sondern darauf, die Kraft der Weisheit zu erleben. Erst in unserer Zeit ist die Möglichkeit vorhanden, wiederum das herauszuholen, was Christus Jesus hineingelegt hat in das Gebet. Und wiederum das zu wissen, was er als Kraft hineingelegt hat, besonders in das Vaterunser. Weil es aus den größten Tiefen der Weisheit über den Menschen selbst herausgeschöpft ist, über seine 7gliedrige Natur. Deshalb ist es groß und gewaltig
auch für das naivste Gemüt, und erst recht wiederum erhebend für einen, der auch die Weisheit herausschöpfen kann, die darinnen ist. Und nichts verliert es dabei von der Macht, die es immer ausgeübt hat. Erschütternd und erhebend, wie die ganze Theosophie, die göttliche Weisheit in dem Vaterunser darinnen ruht. Der Menge sagte der Herr vieles in Gleichnissen. Wenn er aber mit seinen Jüngern allein war, legte er sie ihnen aus, denn sie sollten aus der weisheitsvollen Erklärung der Gleichnisse jene Kraft schöpfen, durch die sie seine Boten werden konnten, durch die sie wissen konnten, wodurch er selbst jene Zauberkraft erlangt hat, wodurch sein Werk über die Jahrtausende hin zu wirken berufen war. Das ist dasjenige, was in den Sinn des Vaterunsers hineinführen sollte.